So, den Rest habe ich schon beim Frühstück getrunken. Moin. Wir sind bei Cisco und ich muss jetzt mal was aus der Nostalgik erzählen. Meine ersten Technikveranstaltungen waren die CeBIT. Kennt ihr noch die CeBIT? Willkommen auf der CeBIT, einer Computermesse, die auf der Welt offenbar nur eine Konkurrenz zu fürchten braucht, nämlich die der CeBIT im darauffolgenden Jahr. Das war krasser Scheiß. Und heute Morgen saßen wir beim Frühstück mit der Runde, die damals immer auf diesen CeBIT-Veranstaltungen waren. Und auch wenn ich sage, die Nostalgiker haben noch nie gewonnen, so ein bisschen Nostalgik ist dann auch okay. Das waren die Anfangszeiten. Internet. Wir heißen Blackboard Internet, nie vergessen. Die Inspiration aus Hamburg mal bedanken. Sensationell, freue mich drauf. Ja. Und sensationell. Fand das euch klasse, Vielen Dank. dass du Wow. heute hier bist, weil die OMR läuft ja parallel. Ja, genau. Dein Heimatstadt. Ja. Mal gut, dementsprechend. Dankeschön. Das freut mich. Danke dir, Stefan. Wow. Es wird auch nach 9 Jahren nicht alt. Also das ist die Kernmotivation, um die es geht. Wirklich. Also zu merken, die Leute zu connecten. Ja, wirklich, wirklich, wirklich schön. Kinotage sind energetisch die geilsten Tage. Warum? Da gibt es dann nichts dazwischen. Es ist einfach nur authentisch. Es ist kein Puffer mehr. Und entweder stehst du auf der Bühne und du connectest und hast direkt den Draht oder nicht. Und ich habe das schon mal in irgendeinem Video erzählt. Es ist dann eigentlich relativ egal, was auf den Folien ist. Also alle denken immer, Folien und Story ist wichtig, aber der wichtigste Punkt ist Connection zum Publikum. Und es ist so krass, es wird halt überhaupt nicht alt, wenn dann plötzlich Leute kommen und sagen, hey, ich wollte dir mal sagen, danke für die tägliche Inspiration. Wo ich so denke, hey krass, also ich mache es halt wirklich, weil es mir selber Spaß macht, weil ich selber Sachen lerne durch das Erzählen in den Videos und dann resoniert das. Das ist wirklich krass. Und das ist dann auch nicht, oh, ich muss 9 Jahre irgendwas durchhalten, sondern das ist ein Flow und das ist für mich, ich finde es das Geilste. Und das reicht schon. Wenn eine Person sagt, ich habe daraus was mitgenommen und was anders gemacht, mega. Und das erlebt man nur an Kinotagen. Und jetzt gucken wir uns an, was WebEx alles Neues kann. Ja, also das heißt Full House. Ich würde sagen, wir arbeiten uns da langsam ran. I need the device. Thank you. Hi. Es ist nur ein neues Video dabei, das würde ich einmal ansteuern. Ja. Ich bin aber tiefenentspannt. Also ich rufe da nicht in die Regie, Achtung Regie, jetzt Mats ab, sondern wir machen das einfach und dann merkst du, dann siehst du meinen Blick und dann gucke ich und dann sage ich, ja, da ist der Ton. Was mir noch eingefallen ist, eine Sache, die immer wieder kommt, ist das Thema, wie wichtig ist eben nicht das Tool, ich sage das immer wieder, sondern das Training mit dem Tool. Jetzt gibt es bei KI einen Riesenunterschied. Wir sagen immer, KI braucht einen Platz am Tisch. Das ist ein bisschen cringig, aber eigentlich ist es wie ein Teammitglied. Es ist kein Tool, es ist wie ein Teammitglied. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Thema Training, also damit zu üben, mit einem Tool zu üben, ist schon wichtig. Aber jetzt überlegt mal, wie lange man braucht mit einem Teamkollegen, bis man sich richtig eingespielt hat. Und das ist eigentlich die gute Faustregel zu merken, ich muss das jeden Tag benutzen, ich muss jeden Tag was testen. Ihr könnt nicht sagen, klack, ich schalte es frei. Nicht mit Google, nicht mit OpenAI, nicht mit Cisco, nicht mit Microsoft, mit niemandem. Ihr könnt diese Tools benutzen und dann müsst ihr aber sagen, okay, ich werde richtig warm damit und wie mit einem Teamkollegen, mit dem ihr was fragt. That's the magic, that's the doing und that's on us. Das kann man nicht einfach irgendwo wegdelegieren. Das ist eigentlich einer der Kernpunkte. Klingt so einfach, aber das muss man halt auch machen. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier im Haberclub. Jetzt geht's los. Es geht darum, nicht mit mehr zu erreichen, sondern mit Effizienz. An der Stelle, Christoph, die nächsten 60 Minuten freue ich mich, dich auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Danke dir, danke. Es kommt halt nach und nach in den Alltag.
Und das, was immer wieder passiert, was mich seit der CeBIT damals fasziniert, ist, wir tendieren dazu, sehr linear zu denken. Wir überlegen, und jetzt machen wir den Customer Support mit einem Chatbot. Es geht nicht um den Bot, es geht auch nicht um den Agent. Es geht um die Art und Weise, wie sich das Verhalten dahinter verändert und was wir damit machen. Die größte Herausforderung ist, und das kann ich euch auch wir sind nur 30 Leute, von einem kleinen Team sagen, Reskilling. Also wir haben auf einmal Leute dabei, die haben etwas gemacht und das geht so schnell, ja, auf einmal machen die was anderes. Unsere Grafikerin, die braucht nicht mehr so lange Zeit für die Sachen, die sie gemacht hat, die ist jetzt auch mit in Projekten involviert. Das sind wir, das ist im Kopf, das machen wir selber. Nichtsdestotrotz, ihr müsst halt wissen, was chatte ich da an. Also meine Tochter, wie gesagt, 10 Jahre alt, kommt gerne mal vor der Schule und sagt dann, kann ich noch eine App bauen? Und die hat verstanden, die ist so schreibfaul, die redet natürlich nur in die KI rein und gibt dann als Prompt, hey, kannst du mir ein Prompt schreiben, mit dem ich eine App schreiben kann? Das ist die Idee. Logisch, macht kein Erwachsener, ne? Die schreiben, hey, ich habe eine Idee für eine App und so muss man die sein und tippen vor allem erst eine halbe Stunde lang, dann ist 7 Uhr, dann muss man Brote schmieren und los. Sie ist dann fertig. Die Verantwortung liegt bei uns. Das heißt, wir müssen an vielen Stellen die Kompetenz aufbauen, verstehen, wie es funktioniert, weil es einfach zu komplex ist, auch zu überblicken. That's it. Danke euch. Ja, vielen Dank. Das war einer der besten Vorträge, die ich je zu dem Thema gehört habe. Wow, danke. Ja. Also ich habe schon ein paar gehört. Dankeschön. Oh mein, also, vielen Dank. Nee, also ich habe immer so in die Augen geguckt, das hat auch echt Spaß gemacht. Also war als ich angefangen habe vor anderthalb Jahren, da muss man ein bisschen mehr verstehen jetzt, was da wirklich hinterhängt und wie das wirklich funktioniert. Da habe ich deinen Channel gefunden. ja, Da habe cool. ich mit dem YouTube-Channel angefangen und das war ein super cooler Moment. Und das Krasse, ich wollte es vorhin eigentlich noch fragen, die Kids, du hast Kids im gleichen Alter, Ja, manche ja. uns auch 10. Ja. Der fing jetzt auch jetzt an, hey, guck mal, ich habe hier bei WhatsApp hier, da kann ich jetzt auch hier mit ChatGPT und so weiter. Und dann fangen die halt an, damit zu arbeiten. Ne? Ja. Und da habe ich jetzt überlegt, musst du dem jetzt wirklich mehr erzählen über Prompt-Design? Ist das eher gefährlich oder ist es eher Kids werden? Ja, pass auf, also Kinder und KI ist ein Riesenthema. Ja. Was ich nicht machen würde, ist komplett unbeaufsichtigt. Also die dürfen keinen eigenen Account haben, wo du nicht weißt, was machen die damit. Ja, ja. Weil die Modelle auch teilweise noch, also OpenAI hat ja jetzt ein Release von 4.0 zurückgenommen, weil das zu freundlich war und so weiter. Und es gibt Modelle, die haben da keine Regulatorik. Also OpenAI beschränkt sehr stark, was Kinder machen dürfen und so weiter. Aber andere nicht, also Grok nicht und so weiter. Ja. Und das musst du mit im Blick haben. Dieses Beibringen, wie es geht, das hilft. Also wir haben auch Schülerpraktikanten und die sind nach 6 Wochen Praktikum bei uns, gehen die raus und haben ein ganz anderes Skillset. Ich Ne? meine, bei euch Also, ist natürlich auch ihr seid krass. Ne? aber cool, danke dir. Vielen Dank. Danke für schönes Mach's gut, Feedback. Christoph. Danke. Alles Gute weiter. So, Kerstin, auf geht's. Das war wieder mal ein Vlog und eine Sache, ich wurde jetzt bei den letzten 4 Vorträgen darauf angesprochen, wie hältst du es mit deinen Kindern und KI? Wie bringst du das zusammen? Und das Thema ist echt spannend und vielschichtig, ganz ehrlich. Ich habe hier zwar 2, 3 Sachen gesagt, aber ich würde ein YouTube-Video dazu machen. Also wenn ihr sagt, das Thema ist was für euch, dann subscribt, schreibt in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne bei dem Thema schon mal reinschreiben, denn ich nehme solche Sachen mit auf, mach was draus und dann diskutieren wir darüber, denn das ist das, worum es geht. Am Ende ist es so, KI macht zusammen mehr Spaß als allein und YouTube auch. Insofern, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns in einer Woche. Das mache ich normal, aber ich mache jetzt ein Reel zu KI und Kinder und frage nach YouTube. Das mache ich da drüben. Häufigste Frage nach einem Vortrag ist momentan, was ist mit KI und Kinder? Also lässt du KI auf Kinder los, lässt du Kinder auf KI los? Wie gehst du